Hast du gewusst, dass in Bayern, direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg, ein Meteorit einschlug? Vor über 14 Millionen Jahren prallte hier ein fast 2 Kilometer großer Feuerball auf die Erde ein, sodass alles Leben im näheren Umkreis zerstört wurde. Der Meteoritenkrater ist heute besser bekannt als das Nördlinger Ries und seit kurzem kann man den Krater in 7 Tagen auf dem Ries-Panoramaweg zu Fuß umrunden. Das wollen wir uns genauer ansehen. Viel Gepäck brauchen wir für die nächsten 7 Tage nicht. Was bei uns jedoch nicht fehlen darf, ist der Laptop und das Kameraequipment. Denn das Unterwegssein haben wir mittlerweile zu unserem Beruf gemacht. Meistens sind wir mit Fahrrädern unterwegs, doch seit unserer Österreich-Durchquerung, bei der wir 1000 Kilometer über die Alpen wanderten, wollen wir das langsame Gehen nicht mehr missen. Wir, das sind übrigens ich, Angie, und mein Partner in Crime, Reini. Der Ries-Panoramaweg startet in der Kleinstadt Harburg und führt uns auf 128 Kilometern in 7 Etappen einmal rund um den Meteoritenkrater. Der Weg ist dabei so angelegt, dass man vom äußeren Kraterrand immer wieder herrliche Weitblicke auf das durch den Einschlag etwas tiefer gelegene Nördlinger Ries hat. Doch es sind nicht nur die Weitblicke, die uns faszinieren, denn hier im UNESCO Global Geopark Ries gibt es Erdgeschichte zum Anfassen. Für Reini, der Geologie studierte, besonders spannend. Der Reini ist Geologe und wir sind am Steinbruch, wo man Ammoniten finden kann. Und das findet er voll crazy. Da geht er jetzt gleich auf Suche. Da kommt der Geologe in mir wieder durch. Auch wenn nicht so viel vom Studium hängen geblieben ist, aber irgendwie so Steine suchen, Fossilien suchen, das habe ich immer schon spannend gefunden. Ich finde es immer wieder so interessant, so wie da jetzt, das ist Kalkgestein, das heißt, das war einmal Meeresboden. Und da sieht man dann so kleine Zeitzeugen, wie das kleine Teil, was man da sieht, ist ein Belemnit, das ist wie ein Kalamari, würde ich jetzt mal sagen, oder ein Tintenfisch, der immer so einen harten Spitz oben gehabt hat. Und da sieht man, in dem Gestein sieht man ein bisschen den Abdruck der Schale von einem Ammoniten. Die zweite Etappe starten wir in Wemding. Wir schlendern durch das barocke Städtchen, vorbei an der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein und obwohl das Frühstück noch keine Stunde zurückliegt, können wir nicht ablehnen, als uns die Natur den zweiten Gang serviert. Es ist gerade Ende Juni. Das ist eine gute Zeit für Himbeeren. Wobei die beste Himbeerzeit, die kommt erst. Und für Kirschen. Ist so gut, dass ich gleich nur eine. Heute, am zweiten Tag, tauchen wir mehr und mehr in den Rhythmus des langsamen Gehens ein. Das merken wir vor allem daran, dass wir plötzlich den kleinen Dingen am Wegesrand mehr Aufmerksamkeit schenken. Für die heutige Etappe mit ihren etwa 22 Kilometern brauchen wir knapp 5 Stunden Gehzeit. Da bleibt genügend Zeit, Bienen bei der Arbeit zu beobachten oder den Zicklein beim Gerangel um die Milch zuzusehen. Der Ries-Panoramaweg, der eignet sich wirklich für alle, die noch weniger Erfahrung beim Wandern haben, beziehungsweise das Weitwandern mal kennenlernen wollen. Er ist wahnsinnig gut beschildert, man kann sich quasi nicht verlaufen und die Etappen sind da so gelegt, dass es jeder, der halbwegs körperlich fit ist, das er schaffen kann. Mega. Ist so gut, so hart. Wer genügend trinkt und den Rucksack leicht packt, hat also schon die halbe Miete. Für Wanderneulinge haben wir eine detaillierte Packliste auf unserem Blog veröffentlicht. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Wir kommen in Oettingen an und wir wissen von Instagram, dass ein paar von euch da aus der Gegend kommen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wer das Nördlinger Ries schon kennt und ob ihr euch vorstellen könnt, den Panoramaweg einmal zu gehen. Und wenn ihr solche Sachen immer in Echtzeit mitkriegen wollt und nicht erst auf YouTube dann Wochen später, weil Videoschnitt und so das dauert, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, da kriegt ihr das alles in Echtzeit mit.
Es ist 6 Uhr morgens. Das frühe Aufstehen zählt nicht zu unserer Stärke. Aber die Mühen werden schon auf den ersten Schritten belohnt. Die Altstadt von Oettingen ist noch menschenleer. Die ersten Sonnenstrahlen lassen die historischen Gebäude leuchten und die vielen Störche klappern zum Morgengruß von den Dächern hinunter. Heute sind wir um 6 losgegangen und es zahlt sich einfach immer so aus, so früh aufzustehen. Auch wenn es im ersten Moment immer recht schwer fällt. Aber dann, wenn man unterwegs ist und wenn die Sonne aufgeht, die Vögel zwitschern, ja, das ist dann richtig gut. Und vor allem, wenn man weiß, dass es sehr warm heute werden soll. Ich glaube 28 Grad soll es kriegen. Da ist dann schon gut, wenn man den Großteil der Strecke am frühen Vormittag hinter sich bringt und am Nachmittag dann entspannen kann. Das war jetzt das perfekte Mittagsplätzchen. Hinter uns die Kirchen und da ist die Kirchenmauer, die hat uns ein wenig Schatten gespendet. Mit Blick aufs Ries runter. Und wow, das war jetzt einfach so gemütlich. Wir haben ja beide unsere Regenponchos dabei. Die haben wir jetzt als Unterlage verwendet. Und da kommt irgendwie so ein bisschen so das Feeling wieder auf, dass man irgendwie mit Zelt unterwegs ist, draußen schlaft. Das ist ja doch, das vermissen wir doch manchmal so ein bisschen, weil wir ja jetzt eigentlich immer in Unterkünften, in Hotels schlafen. Taugt uns auch voll, aber wir freuen uns jetzt beide dann darauf, wenn wir wieder mal ein Abenteuer erleben, wo wir wieder im Zelt schlafen. Aber das sollte ja nicht mehr so lange dauern, bis wir das machen. Der große Vorteil, ohne Zelt wandern zu gehen, ist das geringe Rucksackgewicht. Es ermöglicht uns einerseits, beim Kameraequipment nicht auf jedes Gramm achten zu müssen, wodurch wir die Qualität unserer Aufnahmen möglichst hochhalten können. Was tut man denn alles für schöne Aufnahmen? Und andererseits haben wir dank des geringen Gewichts mehr Energie für Entdeckungen abseits der Wanderwege, wie zum Beispiel für einen Besuch des größten Volksfests der Region. Jetzt waren wir gerade im Edeka einkaufen in Fremdingen und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch jetzt gekommen mit der Kassiererin und dann hat sie gesagt, ja, in Popfingen, da ist morgen die IPF-Mess. Und wir so, ja, da werden wir auch hingehen. Das wissen wir nämlich auch schon. Das wissen wir nämlich auch schon. Und dann sind wir jetzt raus aus dem Edeka gegangen und sind noch kurz da gestanden und dann ist jetzt mit 2 Bier rausgekommen. Mit einem IPF-Mess-Festbier. Genau, zum Vorglühen hat sie gesagt. Ja, genau, so gut. Echt so lieb. Also, können wir uns jetzt schon mal aufs größte Volksfest der Region einstimmen, weil das besuchen wir nämlich morgen. Wir freuen uns schon voll. Und sie hat gesagt, es wird jeder da sein, der gehen kann. Also müssen wir auch hin. Tag 4 beginnt und es hat mindestens 10 Grad weniger als gestern. Es hat so die angenehme Temperatur. Das ist herrlich, ein leichtes Lüftchen. Der Regen ist angesagt, noch ist alles trocken. Und zur Hälfte des Tages, da kriegen wir heute eine Begleitung. Genau, sind wir heute dann zu dritt unterwegs. Es wird am Horizont immer dunkler. Ja. Ein kurzer, kräftiger Regenschauer und wir sind komplett durchnässt.
Wir finden einen Unterschlupf, packen unsere Jause aus und warten, bis wir wieder trocken sind. Klingt es komisch, wenn wir sagen, dass wir diesen Moment ehrlich genossen haben? Denn während wir hier sitzen, denken wir an Situationen während unserer vielen Radreisen, die uns trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Aussichtslosigkeit so intensiv in Erinnerung geblieben sind. Etwa als wir uns in Tadschikistan komplett durchnässt mit den Kids an unserem Benzinkocher wärmten. Oder als wir im Iran dem Regen völlig ausgeliefert waren. Oder als unsere Kleidung in Nordnorwegen nach einer Woche Dauerregen zu stinken begann. Oder als wir in Schottland im strömenden Regen das Zelt abbauen mussten. Zurück im Nördlinger Ries werden wir für den restlichen Tag von niemandem Geringeren als dem Bürgermeister von Kirchheim am Ries begleitet. Daniel Atterlei zeigt uns ein paar Projekte entlang des Ries-Panoramawegs, an denen wir ohne ihn womöglich völlig ahnungslos vorbeigegangen wären. Wie zum Beispiel die idyllisch gelegene Weidenoase, die seit kurzem auch als Außenstelle des Standesamtes fungiert. Reini und ich sind uns einig, dass die Weidenoase schon ein ziemliches Premiumplätzchen für eine Hochzeit ist. Auf dem Blasienberg kann man dank der Erlebnisschaukel quasi ins Ries fliegen und um den Tag perfekt ausklingen zu lassen, nimmt uns Daniel mit auf die Party des Jahres, die Ipfmes. Auf eine glückliche Ipfmes 2023! Wir sind wieder unterwegs. Es ist schon ein bisschen spät heute. Die Stimme ist tief. Die Stimme ist tief, ja. Die Ipfmes. Aber zufälligerweise sind es heute nur 15 Kilometer. Wow, das ist so ein guter Zufall. Wir sind beide noch nicht so ganz frisch. Aber es hat sich ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt, hat echt Spaß gemacht, ja. Genau. Und jetzt, ja. Jetzt wandern wir und schauen, dass wir unseren Kopf ein bisschen auslüften. Bei der Hitze. Bei der Hitze. Es ist gar nicht so heiß. Stimmt. Auch wenn die Etappe von Kirchheim am Ries nach Uzmemmingen nur 15 Kilometer lang ist, gehört sie vielleicht zu unseren Lieblingsetappen. Denn schon auf den ersten Kilometern eröffnet sich der Blick auf den Goldberg, der einen grandiosen Rundumblick auf den Meteoritenkrater ermöglicht. Auch die Schwäbische Alb liegt uns hier zu Füßen, ebenso wie die Stadt Nördlingen, aus dessen Stadtmitte der markante Danielturm heraussticht. Auch am vorletzten Tag erwarten uns entlang des Ries-Panoramaweges ein paar Highlights, die uns ein Zeitfenster bis in die Steinzeit öffnen. Die Offnet-Höhlen sollen bereits 13.000 vor Christus vom Menschen genutzt worden sein und nur wenige Meter weiter befindet sich die Villa Rustica. Jetzt sind wir gerade an einer super spannenden Stelle da, und zwar haben sie da in die 80er Jahre einen römischen Gutshof entdeckt. Die gut erhaltenen Mauern des einstigen Gutshofs stammen wohl aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und beherbergten 1 bis zu 50 Personen. Und was für mich als Geologe natürlich auch voll spannend ist, dass in den Grundmauern, habe ich gerade entdeckt, dass in einem Stein versteinerter Ammonit zum Sehen ist, also zumindest der Abdruck von einem Ammoniten. Und das heißt eigentlich, das Zeitfenster geht nur viel weiter zurück, Millionen von Jahren.
Mein Rucksack ist so schwer, weil da hinten dieser Kilo Pizza drin ist. Das sind die wichtigen Infos. Ja. Immer der Duft von Pizza in der Nase. Mit ausreichend Proviant im Gepäck starten wir also in den letzten Tag. Auch wenn die Etappen keine körperliche Höchstleistung von uns forderten, spüren wir die Glücksgefühle und Zufriedenheit, die das Ende einer jeden Tour so besonders machen. Am Schluss noch ein Gipfel auf den Bockberg rauf. Da gönnen wir uns jetzt noch einmal die Aussicht aufs Nördlinger Ries. Und dann geht's heim. Vom Bockberg geht es nur noch bergab bis zu unserem Ausgangspunkt Harburg. Das kleine idyllische Städtchen an der Wörnitz hat uns schon bei unserer Ankunft den Kopf verdreht und ist der ideale Ort, um auf die Umrundung des Meteoritenkraters anzustoßen. Wenn du jetzt Lust auf den Ries-Panoramaweg bekommen hast, findest du die GPX-Daten sowie alle wichtigen Informationen für deine Planung unten in der Videobeschreibung. Das war's jetzt mit dem Nördlinger Ries. Wir sind letztes Jahr schon einmal durch Österreich gewandert. Da haben wir ein Ausrüstungsvideo dazu gemacht, das findet ihr da drüben. Und wenn ihr unsere Gravel-Tour durch Baden-Württemberg sehen wollt, dann findet ihr das da unten.